Der Perito Moreno Gletscher in Argentinien gehört ohne Zweifel zu den größten Highlights in ganz Patagonien. In diesem Video erklären wir dir, welche Möglichkeiten du hast, um von El Calafate, der nächstgelegenen größeren Stadt, zum Perito Moreno Gletscher zu kommen, was du vor Ort im Nationalpark Los Glaciares alles machen kannst und natürlich auch, was das Ganze kostet. Es ist nicht gerade günstig, aber definitiv sein Geld wert. Buenos Dias hier aus El Calafate, der letzte Stopp unserer 6-wöchigen Rundreise durch Argentinien hier in Patagonien. Und die Stadt ist vor allem als Ausgangsort für den Perito Moreno Gletscher bekannt, der hier so ungefähr 80 Kilometer entfernt liegt. Und eigentlich wollten wir heute einen ganz entspannten Arbeitstag machen, aber ihr seht es hinter mir, die Sonne scheint. Und wenn wir in Patagonien eins gelernt haben, dann gutes Wetter ausnutzen, weil es ist so wechselhaft hier. Deswegen haben wir jetzt kurzfristig entschlossen, heute doch noch zum Gletscher zu fahren. Und es gibt da verschiedene Optionen. Wir wollten es eigentlich mit einem Mietwagen machen, weil das für uns zu zweit das günstigste ist. Ein Mietwagen kostet ungefähr 100 Euro pro Tag. Aber ja, es war jetzt so kurzfristig leider keiner mehr verfügbar. Dann haben wir überlegt, okay, es gibt auch einen Bus, dann lass den nehmen. Der fährt irgendwie zweimal am Tag. Allerdings kostet der 50.000 Pesos pro Person, also so umgerechnet ungefähr 45 Euro. Und wir hatten gestern einen Taxifahrer, der uns vom Busterminal hierher gebracht hat. Und den habe ich auch mal gefragt, was würde es denn mit dem Taxi kosten? Und habe mal seine Nummer gespeichert für den Fall der Fälle, dass wir ihn brauchen. Und das machen wir heute auch. Weil er hat gesagt, das kostet 120.000 Pesos, also so 110 Euro roundabout, dass er einen dorthin fährt, 3 Stunden wartet und wieder zurückbringt. Allerdings wollen wir ein bisschen länger da bleiben, weil wir noch eine Bootsfahrt machen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr noch ein bisschen länger braucht, dann kostet es 150.000 Pesos. Wir haben auch versucht zu verhandeln, aber ja, da gab es keine Verhandlungsbereitschaft. Diese Preise sind wohl festgelegt. Von daher greifen wir jetzt tief in die Tasche, 140 Euro. Aber bei dem Wetter bin ich mir sicher, dass es sich lohnen wird. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Quieres poner algo atrás? No, está bien. Ein Vorteil mit einem Taxi ist natürlich, oder auch mit einem Mietwagen, man kann anhalten. Ja, und hier ist so ein kleiner Aussichtspunkt und ich glaube, der lohnt sich. Diciembre, enero. Ah, okay. Ahí se puede. Ist Se dulce? saca. Oh. Daniel, unser Fahrer, hat uns gerade erklärt, diese kleinen Früchte hier, die seht ihr, sind ganz klein noch, die werden im Januar reif, glaube ich. Genau. Und danach ist auch El Calafate benannt, weil sie Ja. heißen El Calafate. Wie witzig, jetzt wissen wir auch, warum der Ort so heißt. Und die schmecken wohl sehr gut, hat er Macht man gesagt. Eis, Alfajores, Marmelade. draus. Ja. Also die Aussicht ist schon mal vielversprechend. Ja, wir stehen jetzt hier am Lago Argentino. Das ist der größte See in ganz Argentinien. Der erstreckt sich über das gesamte Gebiet. Auch direkt neben El Calafate beginnt der schon. Und bei dem Wetter hat der auch eine richtig schöne Farbe, so richtig tiefblau. Aber wir machen uns jetzt mal weiter auf den Weg. Die Straße, die sieht auch sehr szenisch aus hier. Also den Eintritt von 45.000 Pesos, umgerechnet 42 Euro, kann man dann hier bar und mit Kreditkarte zahlen. Falls ihr mal beim Perito Moreno Gletscher wart und euch jetzt irgendwie fragt, warum das alles so teuer geworden ist, weil bis vor einem Jahr, glaube ich, hat der Eintritt 15 oder 20 Euro gekostet. Die Preise hier für Nationalparks wurden in Argentinien in der letzten Zeit stark erhöht. Auch die ganzen Transfers, also der Bus, Taxis oder auch Mietwagen, kosten ein Vielfaches von dem, was sie vorher gekostet haben. Wir haben das Ganze auch im Video zu El Chalten, als wir da beim Fitzroy waren, schon thematisiert. Wollen wir heute gar nicht so sehr drauf eingehen, falls euch das interessiert. Schaut hier oben mal vorbei. Und wir haben jetzt, keine Ahnung, vielleicht noch so 20, 25 Kilometer vor uns und die Fahrt ist wirklich wunderschön hier. Hasta luego. Wir sind jetzt im Nationalpark und hier gibt es 2 verschiedene Parkplätze. Einmal hier und einmal hier. Unser Taxifahrer hat uns hier abgesetzt, weil hier starten die Bootstouren. Ich glaube 4 oder 5 Mal am Tag gehen die. Wir konnten es jetzt auch kurzfristig noch buchen, obwohl hier viel los ist. Und die dauert 1 Stunde. Und danach laufen wir hier den blauen Weg und den gelben Weg. Und es gibt aber noch mehrere Trails, die man hier laufen kann. Aber die beiden sollen von dem, was wir vorher gelesen haben, die schönsten sein. Es sieht schon so krass aus. Mein Gott, Oh mein Gott. Da fällt was.
Also ich bin absolut beeindruckt. Sowas haben wir noch nie gesehen. Sowas gibt es natürlich auch nicht so oft auf der Welt. Der Gletscher ist krass, dann sieht man überall so diese Eisschollen vorbeischwimmen. Und ich fühle mich jetzt sehr bestärkt darin, meine Antarktis-Cruise zu machen. Aber hast du auch ein paar Facts für uns? Sie hat vorhin ein paar Durchsagen gemacht. Ich habe ein paar Facts. Also sie hat gesagt, zwischen 40 und 60 Meter hoch ist der Gletscher hier über dem Wasserspiegel. Ich glaube nach unten nochmal 200 Meter. Und insgesamt glaube ich 2,5 Kilometer breit. Ja krass, der geht noch so viel weiter dahinter. Das sieht man jetzt von hier unten gar nicht. Aber Ja. die Dimensionen sind heftig. Ja, ist krass. Um die Dimension des Gletschers mal zu verdeutlichen, der startet dort oben in den Bergen auf fast 3000 Meter Höhe, zieht sich dann über 30 Kilometer hier in den Lago Argentino rein und endet mit dieser Gletscherwand, die wir jetzt hier die ganze Zeit sehen. Und bei der ersten dokumentierten Aufnahme 1899 hat man gesehen, dass der Gletscher deutlich weiter hinten war, also diese Gletscherwand, wodurch man immer angenommen hat, dass der Gletscher trotz globaler Erwärmung weiterhin wächst. Das hat man mittlerweile widerlegt, beziehungsweise es gibt keine klare Tendenz, ob der Gletscher wächst oder schrumpft. Auf jeden Fall ist das so, in Phasen, in denen er wächst, erreicht er teilweise das Ufer hier. Und der Nebensee, der auf der anderen Seite hier liegt, ist dann nicht mehr passierbar, weil das Gletschereis sozusagen einmal komplett hier durch den See geht. Und diese Enge hier, das ist der Brazo Rico. Der verbindet sozusagen den Lago Argentino auf dieser Seite mit dem Nebensee. Und ihr seht, wie nah die Gletscherwand hier schon dran ist. Aktuell kann man es auch gar nicht passieren, weil da schon super viele Eisschollen und so weiter drunter liegen. Und man hört das Eis auch im Hintergrund so richtig krachen die ganze Zeit. Also wirklich ein absolut einzigartiges Naturschauspiel hier. Wir haben noch ein bisschen ausgeharrt, konnten noch die ein oder andere Gletscherlawine beobachten, allerdings nicht so gut einfangen, aber wenn ihr hier seid, ihr werdet sie auf jeden Fall sehen, ihr werdet sie auf jeden Fall hören. Und jetzt sind wir hier noch auf dem gelben Trail, ihr seht es in die Richtung. Ihr seht es auch in die Richtung. Es ist viel, viel weniger los, als ich gedacht habe. Aktuell beginnt die Hauptsaison. Wir haben gehört, es soll viel los sein. Vielleicht ist es tatsächlich ein ganz guter Tipp, die Tour erst ein bisschen später zu starten, weil es ist super entspannt, es ist super ruhig und man kann einfach dieses krasse Panorama vom Perito Moreno Gletscher die ganze Zeit einfach genießen. Man läuft hier lang, man sieht es die ganze Zeit. Hier ist man jetzt noch ein bisschen näher dran bei dem gelben Trail als beim blauen Trail. Und die Aussicht ist so krass. Ich meine, wir haben schon viel gesehen in den letzten 2, 3 Jahren auf Reisen, aber das ordnet sich schon ziemlich weit oben ein. Wir sind den Trail jetzt wieder hier nach oben gelaufen und Daniel wartet jetzt auf dem Parkplatz auf uns und wir müssen sagen, es hat sich schon sehr krass gelohnt. Also man hat hohe Erwartungen, wenn man hierher kommt an den Perito Moreno Gletscher und ja, man wird nicht enttäuscht, aber es kommt zu seinem Preis. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt für den Eintritt ungefähr 42 € pro Person bezahlt, für die Bootsfahrt roundabout 55 €. Die ist optional, die muss man natürlich nicht machen, aber die war schon sehr, sehr cool. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man so nah dran kommt an den Gletscher. Und für die Fahrt haben wir jetzt nochmal ungefähr 120 € für das Taxi zusammen bezahlt. Das heißt, 150 € pro Person grob überschlagen. Für diesen Ausflug ist natürlich mega viel Geld. Ist jetzt auch was wir nicht einfach mal so jeden Tag ausgeben, aber für diese einmalige Experience dann ist es doch irgendwie wert. Ja, also man kommt ja auch einen weiten Weg irgendwie aus Europa, aus Deutschland hier nach Argentinien, um das zu sehen. Dann ist man auch bereit, das Geld dafür auszugeben und ist es unserer Meinung nach auch wert. Und wenn ihr mehr Infos dazu sucht, wir haben einen Blogbeitrag auch dazu, findet ihr unter www.betterbeyond.de mit, keine Ahnung, unserer Unterkunft auch in El Calafate, was man dann noch so machen kann. Alle Infos hier zum Park und sollten euch mehr Videos noch interessieren rund ums Thema Reisen, Weltreise, Vlogs aus Argentinien, dann abonniert diesen Kanal und zu guter Letzt würden wir uns noch über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Wir haben noch eine interessante Ergänzung für euch und zwar liegt ja der Torres del Paine Nationalpark hier nicht weit entfernt. Der ist zwar in Chile, aber El Calafate liegt ja nah an der Grenze, weshalb man Tagesausflüge mit so einem Overlander dorthin machen kann. Da sitzt man zwar relativ lange im Bus, aber man kann hier die Touren überall in der Stadt buchen, ist nicht günstig, kostet so 190 € pro Person plus nochmal 30 € für den Eintritt in den Torres del Paine Nationalpark. Aber wenn man eben nur eine limitierte Anzahl an Tagen hier in El Calafate hat und nicht nochmal extra nach Chile reist, um auch irgendwie einen Track im Torres del Paine Nationalpark zu machen, dann lohnt sich dieser Ausflug unserer Meinung nach schon. Wir hatten auch wirklich einen tollen Guide, der uns ganz viele Informationen zum Torres del Paine Nationalpark gegeben hat. Wir haben da verschiedene Stops eingelegt, verschiedene Viewpoints und konnten so einen kleinen Eindruck von Chile auch gewinnen. Hat uns sehr gut gefallen. Infos dazu findet ihr auch auf unserem Blogbeitrag, welche Company wir da benutzt haben und so weiter, wie wir es gebucht haben. Von daher, ja, ein kleiner Ausflug nach Chile ist von hier aus auch noch möglich und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei den Outtakes.
Richtiger Fuji Magic Moment. Ich habe Helen gerade gesagt, ich wechsle mal schnell das Objektiv. In dem Moment bricht hier ein großes Stück ab. Es war so krass. Ich habe es leider nicht gefilmt, aber man sieht hier noch, wie das jetzt im See alles schwimmt. Aber vielleicht kriegen wir es nochmal zu sehen. Oh, da unten, wo es lang läuft. Ja, ein Stück ist noch nachgefallen. Das ist krass, weil man... Filmst du noch? Ja. Geh jetzt einfach mal weiter.